Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Devs on Tape. Heute als Fortsetzung von der Folge von vor 2 Wochen zum Thema AI. Ich wünsche euch viel Spaß damit und bis übernächste Woche. Wir haben auch noch ein ganzes Thema, welches ich jetzt mal gerne anschneiden würde. Und zwar ist das mal auch ein ganz großes Feld von dieser Artificial Intelligence, ist auch schon eine ganze Zeit lang unterwegs. Und zwar ist das automatisierte Fahren oder das autonome Fahren. Hast du dich mit dem Thema schon auseinandergesetzt? Du hast ja einen Führerschein, Caro. Ja, genau. Auch wenn du in Hamburg wohnst und wahrscheinlich nicht mit deinem Auto selber unterwegs sein wirst, hast du einen Führerschein. Hast du dich mit dem Thema auseinandergesetzt? Nur so weit, um zu dem Schluss zu kommen, dass für mich autonomes Fahren nur funktioniert, wenn alle autonom fahren. ja, gut, das ist auch ein Schluss, ja, das macht Sinn. Also ich fand zum Beispiel die Folge mit Karin total interessant, wo wir da über diese Modelle gesprochen haben und was autonome Fahrzeuge dann, wie sie quasi ihre Umgebung ihre Umgebung abtasten und das Ganze dann verarbeiten und so. Das finde ich total, oder das war für mich so nochmal ein anderer Aspekt, als man sonst vielleicht auch selber als Entwickler drüber nachdenkt, wenn man sich darüber Gedanken macht. Aber bis auf so ein Beispiel erklärt anhand eines solchen Modells, wie denn Machine Learning so funktionieren könnte, habe ich mich tatsächlich noch nicht beschäftigt. Ich habe auch kein Tesla oder sowas oder E-Fahrzeug, welches autonom fahren kann. Ja, also ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich mich da großartig mit auseinandergesetzt habe, aber ich habe so ein paar interessante Punkte dazu, die wir gerne mal hier besprechen können, auch wenn ich die dann überwiegend vielleicht dir Fragen stelle, was du davon hältst. Aber im Grunde genommen gibt es diese eine Frage, die ich auch nie beantworten konnte und weshalb das autonome Fahren auch in Deutschland, glaube ich, noch nicht erlaubt wird. Es gab immer diese Frage, vor diesen ganzen AI-Themen, die jetzt ganz groß in den Medien sind, gab es immer diese Frage, kann eine Maschine tatsächlich die Entscheidung treffen, oder wie würde eine Maschine sich entscheiden, wenn es die Wahl hätte, ein Kind zu überfahren oder einen alten Menschen? So, und wie würde diese Entscheidung getroffen werden? Und solange die nicht getroffen werden kann, können wir einem Auto auch diese Entscheidung nicht überlassen. So, und dann, nach welchen Gesichtspunkten wird sowas gemacht? Und würde man jetzt hingehen und ChatGPT fragen, wen man umfahren soll oder wie die richtige Lösung ist? Oder fahre ich gegen eine Wand, um mich selber nur davon zu treffen und nicht die unschuldigen Passanten? Oder wer ist jetzt mehr wert, Lebenserwartung und so weiter? Ja. Natürlich mit mehr Rechenpower, mit mehr Meinungen, die Menschen in dieses System reingefüttert hat, wird vielleicht ein Auto irgendwann anhand dieser Berechnungen eine Entscheidung treffen, die wahrscheinlich einem Gros der Gesellschaft entsprechen wird. Das ist jetzt so ein Gedanke, der vielleicht da noch nicht gefunden wurde. Aber wie sieht es mit der Gerichtbarkeit dann auch aus? Ne? Also die Maschine, ich glaube schon, dass so eine KI dann in der Lage wäre, so zu entscheiden, wie es ein Großteil der Menschen wäre. Aber haben wir dann haben wir dann Demokratie beim Töten von Menschen durch Autos? Also wie würde ein Großteil der Menschheit darauf reagieren oder in dieser Situation entscheiden? Und so wird dann dieses System dafür entscheiden. Aber das ist das Thema, was das autonome Fahren, ich wollte gar nicht so tief in das Thema mit dieser Entscheidung oder mit diesem ethischen Aspekt da reingehen. Aber das ist das, warum Autos auch bisher noch nicht autonom fahren, weil es gewisse Entscheidungen, gewisse Situationen gibt, in denen dann einfach keiner mehr verantwortlich auch dafür ist, was dann da passiert. Und wenn sowas Banales ist wie Versicherungen, die das nicht übernehmen, was ein Auto für Straftaten oder für Unfälle begeht, die eigentlich nicht der Fahrer hat. Weil die Firmen werden es von sich weisen, natürlich der Fahrer wird es auch von sich weisen, weil er konnte zwar reagieren, aber nicht schnell genug oder so. Ich glaube, dafür ist Deutschland auch einfach noch zu korrekt, als dass sowas gemacht werden kann, einfach so verabschiedet werden kann. Aber wenn wir einfach mal über den Teich rüber gucken, nach Amerika, wo die Teslas halt auch mit Betas rumfahren, von komplett selbstgesteuerten Autos, die wirklich völlig ohne Fahrer zurechtkommen, da sehen wir so ein Modell, was mit Sicherheit der Zukunft entspricht und was komischerweise auch von dem gleichen Typen stammt, der auch OpenAI, glaube ich, gegründet hat. Da steckt ja, glaube ich, überall Elon Musk hinter. Dass wir da bei der Falschinformation bitte rausschneiden. Ja. Also da stecken auf jeden Fall Leute hinter, die in der Zukunft noch viel mehr erforschen wollen und das einfach Geld und Risiko in die Hand nehmen, um sowas in der breiten Masse zu machen. Und dann sehen wir
bei diesem autonomen Fahren, dass die Teslas ganz viel die Umgebung selber noch scannen, sich untereinander austauschen, dann übers Netz mit den Erfahrungen, die sie gemacht haben, immer detailliertere Karten bauen können, immer detailliertere Modelle, immer mehr Entscheidungsbäume aufbauen können, wo wir wieder bei dieser AI-Thematik mit den neuronalen Netzen sind, immer mehr diese Modelle aufbauen können, wie reagiere ich in dieser Situation, was muss ich da machen, da fehlt eine Fahrbahnmarkierung, aber ich wüsste, dass die eigentlich da lang weitergeführt werden muss, weil ich genügend Informationen darüber habe, wie diese Straßenführung in Amerika ist, zum Beispiel. Oder diese Ampel, die springt in dem Takt und in dem Zeitraum und die ist hier, dann kann ich das bei mir natürlich auch darstellen. Solche ganzen Sachen, da erforschen die gerade und da arbeiten die gerade dran und die haben tatsächlich ganz viele Autos auf der Straße in Amerika, ganz viele Teslas, die diese Betas testen und die sich alleine fahren. Da sitzt der Fahrer daneben, der kann eingreifen, aber so steigt und wächst dieses Modell und das ist, glaube ich, eine Sache, die genauso wie alle anderen AI-Themen in Zukunft so stark wachsen werden, dass das nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die Dinger so gut sind, dass wir wirklich komplett autonom unterwegs sein können. Ja. Auch das einfach ein großes Feld, das hat nichts mehr mit Sprache und Wissen zu tun, sondern tatsächlich einfach nur mit Nachahmung, mit Lernen von Reaktionen und von Aktionen, die da passieren, dass man da einen Menschen ersetzen kann. Und in dem Fall nicht als arbeitende Kraft, wie es in der Maschine in der Fabrik wäre, sondern einfach nur den Fahrer eines Autos, der eigentlich in diesem Fahrprozess für uns als naive Autofahrer, sage ich jetzt mal, also ohne da großartig Gedanken rein zu verschwenden, dass man da ganz gut ersetzt werden kann. Weil es gibt die Verkehrsregeln, es gibt das, was wir sehen, es gibt darauf müssen wir reagieren, da gibt es bestimmte Entscheidungen, die wir treffen. Und warum sollte die nicht eine Maschine für uns übernehmen können? Und wenn die Maschine immer schlauer und immer klüger wird und auch immer mehr Vertrauen vom Menschen gewinnt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch lange ein Thema sein wird. Ne? Und dann habe ich natürlich nicht nur über Tesla nachgelesen oder das auch rausgekriegt, sondern ich habe auch vor kurzem ein ganz, ganz interessantes Interview-Podcast oder einen ganz interessanten Interview-Podcast mit Georg Hotz oder George Hotz gehört. Und zwar ist er, also zum Background, der ist einer der ersten Hacker des iPhones gewesen und der PlayStation 3 und ist immer wieder aufgefallen durch wahnsinnig krasse Hacking-Aktionen. Ist ganz viel in den Medien gewesen. Jetzt kürzlich ist er in den Medien gewesen, weil er, glaube ich, ein 2 Wochen kostenloses Praktikum unbezahltes Praktikum bei Twitter gemacht hat, weil er gesagt hat, die Search Engine ist für den Allerwertesten. Und dann hat Elon Musk ihn eingestellt als Praktikanten, doch in 2 Wochen den Code für diese Suchengine von Twitter neu zu schreiben. Der ist immer so in die Medien gekommen und 2015 hat er tatsächlich, da haben wir wieder das nächste tatsächlich, eine Firma gegründet, die sich damit auseinandersetzt, wie man die Autos auch auf der Straße autonom fahren lassen kann, ohne dass man jetzt so ein Auto, was, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht auf dem Markt war oder noch nicht veröffentlicht wurde, mit dem Tesla, das alles zu haben, ohne ein dediziertes Auto dafür zu haben. Also Tesla ist ein abgeschlossenes System, das ist ein Auto, das ist eine Software drin und wenn du ein autonomes Auto haben möchtest, hast du eine ganze Zeit lang nur einen Tesla bekommen. Ja. So, und da hat der Georg Hotz sich zur Aufgabe gemacht, mit seiner Firma Comma AI eine Software zu schreiben und auch teilweise Hardware hat er dafür natürlich auch bereitgestellt, um mit künstlicher Intelligenz normale Autos zu selbstfahrenden Autos zu machen. Das heißt, der hat an den Steuerbus vom Auto eine Box dran gehangen, die dann halt diese Steuersignale absendet. Und wir wissen ja auch alle mit so Einparkassistenten und sowas, dass sich auch so ein Lenkrad natürlich mechanisch ohne den Einfluss von einem Mann oder von einer Frau hinterm Steuer drehen lässt. Und so hat er halt auch so Tempomaten angebunden, dass er dann natürlich Gas geben konnte und bremsen konnte und solche ganzen Geschichten. Blinker sind ja auch schon lange keine Bimetallstreifen mehr. Der hat diese ganzen Signale halt mit dieser Box gesteuert und war in der Lage mit seiner Software ganz viele Honda, ich glaube, er hat angefangen mit Honda-Fahrzeugen, ganz viele Honda-Modelle, autonom fahrbar zu machen. Also der ist hingegangen und hat diese Boxen dann dafür drangehangen und hat dann diese normal fahrenden Autos dazu befähigt, selber abbiegen zu können und Straßensituationen bewerten und auch bewerten zu lassen und eingreifen zu lassen. Und er hat dann 2016 ein System rausgebracht, das quasi echt auch nur auf Smartphone-Technologie basierend gearbeitet hat. Das heißt, das war echt ein umgebautes Handy, was diese Steuersignale dann verarbeiten konnte und aussenden konnte und hat das zunächst, wie ich gesagt habe, für verschiedene Honda-Modelle gemacht und hat dann aber leider auch einen großen Dämpfer bekommen, weil auch da war Amerika noch nicht so weit, sowas zu erlauben. Da muss wahrscheinlich erst ein Elon Musk um die Ecke kommen mit Tesla, damit solche Sachen dann gelockert werden. Der durfte sein AI-gesteuertes Selbstfahrsystem nicht
auf den Markt bringen oder nicht weiterverkaufen, weil da die sogenannte National Highways Traffic Safety Administration das verboten hat, weil die sind einfach auch noch nicht so weit gewesen, dass sie das irgendwie hätten gestatten können, dass da irgendeine Software irgendein Auto steuert. Das würde ich jetzt mal fast so sagen, den Stand auch, den wir jetzt in Deutschland gerade haben, weil da ganz viele Fragen nicht geklärt sind. Und das hat er dann auch später im Jahr, quasi, ich glaube sogar fast einen Monat später nur, zum Anlass genommen, das Ganze unter dem Namen Open Pilot, nicht mehr Comma 1 oder Comma 2 oder sowas, zu veröffentlichen, sondern ist dann hingegangen und hat seine Software unter dem Namen Open Pilot auf Open Source Basis veröffentlicht, damit da so viele Menschen wie möglich irgendwie von profitieren können und das für sich einbinden können. Da hat er dann im Anschluss aber auch, ich habe übrigens medienkompetenzmäßig jetzt hier auch auf Wikipedia zurückgegriffen, weil ich das in komprimierter Form alles wiedergeben möchte. Also bitte nicht jetzt hier Compliance anrufen und sagen, dass ich da abgekupfert habe oder mich eines anderen Werkes bedient habe. Das kommt alles von der Wikipedia-Seite von Comma AI bzw. von Georg Hotz. Ja, die haben nochmal einen zweiten Aufschlag versucht, und zwar das erste Produkt hieß ja Comma One. Und jetzt haben sie, nachdem sie es auch nochmal als Open Pilot veröffentlicht haben, ein Produkt auf den Markt geschmissen, das war im Januar 2020, also vor gut 3 Jahren, das für knapp $1.000 in der Lage ist, dein Auto trotzdem nach wie vor so zu steuern. Und zwar haben sie sich dann auch wieder so ein bisschen, in einer gewissen, wie soll man sagen, nicht Grauzone, aber in einer gewissen Richtung orientiert, dass sie gesagt haben, du kannst das Produkt kaufen, kostet 1.000 Euro, ist eine Dashcam, das ist eine sehr teure Dashcam dann, die packst du dir vorne in dein Auto, aber du kannst natürlich ganz einfach Open Pilot kaufen oder beziehungsweise runterladen, kostenlos, und kannst es sehr einfach auf das Device von uns drauf spielen, welches ja super geeignet dafür ist, auf komische Art und Weise. Ja, und dann hat es tatsächlich ab 2016 für ganz, ganz viele US-Markt PKWs oder PKWs aus dem US-Markt Selbststeuerfähigkeiten zur breiten Masse gebracht. Ich finde das immer wieder beeindruckend, wie gerade so ein Typ, der mit PlayStation 3 Hacking und mit iPhone Hacking immer wieder so eine Grenze gesucht hat, die er überschreiten kann zur Legalität. Ich weiß nicht, wie das jetzt bewertet wird, was die da 2020 gemacht haben. Jetzt, wo es natürlich auch noch viele andere Autohersteller gibt, die ähnliche Sachen machen, wo dann auch Spurwechsel automatisiert funktioniert plötzlich und die das dürfen. Jetzt sind sie dann, glaube ich, noch ein bisschen näher auf dem legalen Weg, dass sie sowas anbieten können, was dann der breiten Masse zur Verfügung gestellt werden kann mit diesem kleinen Software-Hack, der nicht ganz offen legal ist, sondern eher so Hinweise gibt. Ne? Ihr habt die Hardware, da ist eine Dashcam-Software drauf, hey, ihr könnt damit Videos aufnehmen für 1.000 Euro, aber zufälligerweise, Open Pilot könnt ihr draufpacken, könnt ihr dann alles verwenden. Das finde ich ganz interessant, und in diesem Interview, wo das als Infos auch übermittelt worden ist, hat er auch ein paar Aussagen dazu getroffen, die uns jetzt vielleicht zu dem Thema mit den Serverfarmen und mit der Rechenleistung und so weiter zusammenhängen, wieder da zurückführt. Und zwar hat er darüber erzählt, wie die Comma AI oder diese Open Pilot trainieren. Und zwar trainieren die nicht aus Real-Life-Daten, wie es zum Beispiel ein Tesla tut oder unter anderem Tesla tut. Ich weiß natürlich nicht, was die alles machen, aber wie es auch ChatGPT tut, die gehen auch auf öffentliche, auf Real-Daten, auf Real-Menschen, auf echte Anfragen von echten Menschen zu und speichern das, analysieren das und verwenden das wieder, sondern die gehen hin und suchen Verkehrssituationen raus, generieren die, simulieren die und haben dann ganz, ganz viele parallele VMs, so habe ich mir das jetzt mal vorgestellt, auf Serverfarmen laufen und lassen ihre eigene Software auf Simulationen laufen und da lernen. So, und das ist quasi das Gleiche wie: Ich habe Entscheidungsbäume in diesen neuralen Netzen und entscheide selber als Mensch dann, wenn ich was sehe und sehe das Ergebnis dann unten dran, dass ich dann immer positiv drücke oder negativ, und anhand dieser Antworten und der Vorauswahl und dieser ganzen verschiedenen Faktoren kann das System dann den besten Weg ermitteln und kann für die Zukunft so die sogenannte Learning machen. So, und das machen jetzt andere Autos und andere Software mit realen Daten, und die machen es halt aber einfach in Simulationen. Das heißt, die können tatsächlich 5 bis 10 Millionen Autos von mir aus gleichzeitig in die gleiche Verkehrssituation führen und können die Software anhand dieser Ergebnisse und vielleicht kleine Änderungen von Parametern, die aktiv beigesteuert werden, daran lernen lassen. Dann fährt ein Auto auf eine Kreuzung zu, das erste Auto hat grün, fährt um die Ecke, das nächste Auto hat orange, fährt um die Ecke, und das nächste Auto hat rot und fährt um die Ecke. Die wissen genau, welche Parameter verändert wurden und wissen genau, wie die Maschine darauf reagieren soll in der Situation. Und das ist
unterschiedliche Ansatzformen des Ganzen, eine unterschiedliche Herangehensweise und ich bin echt gespannt, wie sich das im Vergleich zu dem, was Tesla zum Beispiel macht, in Zukunft weiterentwickeln wird. Ja. Also was da Einzug gewährt, weil Tesla, und das ist nochmal so eine weitere Information, die ich natürlich dazu recherchiert habe, Tesla nicht wert war, die Firma von Georg Hotz zu kaufen, als dass da ein Angebot gab von seiner Seite. Die machen das halt einfach generell alles anders und ich bin gespannt, welche Art und Weise da die Zukunft sein wird. Ja, das finde ich auch sehr spannend. Also ich habe zum Beispiel auch gehört, dass Tesla ja mit jedem Fahrzeug, das es verkauft, auch wenn es nicht autonom fährt, dass sie trotzdem mit jedem Auto wohl Karten und Situationen und einfach Daten, ganz, ganz viele Daten sammeln. Und dadurch Tesla natürlich, ich weiß nicht, wie der Stand jetzt ist, weil ich da nicht so in dem Game drin bin, aber Tesla war wohl eine ganze Zeit lang deswegen so datentechnisch einfach ganz, ganz weit vorne, was diese ganze autonome Fahren-Geschichte angeht, weil sie sich in der Art einfach schon mal sehr viel Zeug, sag ich mal, gesichert haben, was sie dann analysieren können. Ich glaube auch, dass es gar keinen Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte gab, wo mehr Autos mit LiDAR-Scannern oder Radarscannern und Kameras und so weiter durch die Gegend fahren. Also mein Golf zum Beispiel, der hat auch ein Radar vorne, wo auch die vorausfahrenden Autos mit erkannt und gescannt werden. Aber das, was da in Teslas drin ist, und wir haben ja jetzt wirklich jede Menge Teslas weltweit rumfahren, was die für Sensoren drin haben, die Umgebung allein nur beobachten und messen und aufnehmen. Ich glaube, da lassen sich wirklich sehr, sehr detaillierte Karten und auch Situationen mit erfassen und aufnehmen. Und auch das kann ja gut genutzt werden, mit Sicherheit. Und ich glaube auch, dass wenn das System weitergeht und auch die Rechenpower, da bin ich wieder bei dem Thema, die Rechenpower stärker wird, die ganzen erfassten Daten viel effizienter und effektiver ausgewertet werden können, dass wir damit Sicherheit viele Sachen zu erwarten haben. Vor allem, wenn da noch mehr Firmen, mehr Unternehmen, mehr Autohersteller auf den gleichen Zug mit aufspringen und dieser Switch gemacht wird, dass alle darauf gehen und vielleicht sich sogar auch mal zusammenschließen, wie es bei anderen Karten zum Beispiel ist, wo sich bei Hier-Karten zum Beispiel viele Autohersteller zusammen oder Entertainment-Systemhersteller und Navigationssystemhersteller, wie die sich zusammentun, um gemeinsame Karten zu entwickeln, damit man wirklich eine gute Datenbasis hat. Und wenn das vielleicht auch mal irgendwann mit AI oder KI und was auch immer für Systemen auch mal der Fall sein wird, können wir das mit Sicherheit zu einer Bereicherung unserer Gesellschaft irgendwie führen. Da bin ich ziemlich sicher überzeugt davon, dass das klappen kann. Ja, aber das Autothema, das soll jetzt natürlich auch nicht alle langweilen. Vielleicht gehen wir nochmal zu dem Thema zurück, was wir im Bereich Development so haben, wenn wir jetzt nochmal über GitHub Copilot sprechen. Da gibt es, glaube ich, auch noch ein paar neuere Infos. Ich habe da jetzt nochmal einen kurzen Artikel drüber gelesen, was da die Unterschiede sind. Wir haben es letztes Mal so ein bisschen als Behauptung in dem Raum stehen lassen zu dem Thema. Vielleicht nochmal als kurzen Recap, du hast es gerade schon mal gesagt, aber GitHub Copilot ist die Form von, ich sage jetzt wirklich so ganz platt, ChatGPT. Man gibt irgendwas ins System rein und bekommt dann eine ausgearbeitete, interpretierte Form von dem wieder raus. Also wir sind hier nicht auf dem visuellen Weg, wo wir Bilder generieren oder Bilder erzeugen lassen. Wir sind hier auch nicht auf der Chat-Ebene, wo wir irgendwie ein Gespräch mit jemandem führen an und für sich. Wir sind hier aber auch nicht auf irgendeinem Audio-Track, wo irgendwelche Musik erzeugt wird, was es auch mittlerweile gibt, sondern wir sind hier auf dem Weg, dass Programmcode erzeugt wird, nicht mehr und nicht weniger. Und das auch wieder von einem Hersteller, der unter dem Dach von Microsoft arbeitet. Und da haben wir uns beim letzten Gespräch mit Philipp schon mal darüber unterhalten, wie wohl die Datenbasis dazu aussieht. Woher kriegen die diese ganzen Informationen? Woher weiß das System, wie eine ganz besondere Passage in Code funktioniert? Wenn ich sage, wie du es gerade erwähnt hast, zeig mir mal eine API für irgendwas, woher nimmt das System das Wissen? Ne? In welcher Sprache, welchen Code, welchen Zweck, welche Analyse dahinter? Was ist jetzt wirklich das Beste? Was schlage ich demjenigen da vor? Wo kommt das ganze Wissen her? Und da haben wir ja schon die Vermutung aufgestellt, dass das aus dem Code, der auf GitHub liegt, kommt das Ganze. Und auch da haben wir natürlich jetzt nicht innerhalb des Codes wie auf einem Kunstwerk obendrauf fest so eine Unterschrift, die wieder auftauchen kann. So Copyrights lassen sich, glaube ich, aus Programmcode relativ einfach rausretuschieren oder einfach, Kommentare einfach weggelassen. Dann hat man das schon nicht mehr drin. Und dann habe ich jetzt einen Artikel gelesen, wo GitHub selber eingestanden hat oder gesagt hat,
Naja, also implizit eingestanden hat, dass es aus all diesen Open Repositories, die verfügbar gestellt werden, also Public Repositories auf GitHub, werden alle mit einbezogen da rein. Ich glaube, da findet natürlich eine Art von Bewertung statt, aber die haben eine riesen Datenbasis, damit haben die das Modell wieder diese Bäume aufgebaut und haben dann festgestellt, was der beste Weg wohl wäre, weil es die Mehrheit der Menschen gemacht haben aus Grund XY. Ja. Und die haben selber dann implizit das eingestanden, dass es so ist, indem sie gesagt haben, naja, die Professional-Version für Unternehmen, also entweder Professional oder Enterprise, glaube ich, heißt das, die sorgen dafür, dass das, was du eingibst in dem GitHub Copilot, nicht mit reinfließt in die Engine, dass der Code, auf den zugegriffen wird, vielleicht auch nur unternehmensintern stattfindet, dass es nicht irgendwie Wald- und Wiesencode von irgendwo anders hinzugezogen wird dafür, weil da könnte es ja tatsächlich zu Copyright-Problemen kommen. Wenn jetzt ein Unternehmen hergeht und für ein richtig teures Produkt diese Technologie verwendet und dann hat man da ein Open-Source-Projekt, was unter der Lizenz läuft, dass es nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden kann, dann müsste GitHub Copilot ja entweder so geauditet sein oder so schlau sein, zu erkennen, welche Codepassage jetzt wiedererkennbar ist. Das wäre jetzt der Negativfall. Oder einfach vorher die Lizenz raus erkennen aus dem Dokument, wo es dann drin ist, geschweige denn, also gesetzt im Falle, dass es in jedem Code-File oben im Header drinsteht, wer den geschrieben hat und welche Lizenz das hat. Wir wissen alle, dass das nicht immer der Fall ist. Aber da müsste die Engine dann schon hingehen können und wirklich eindeutig erkennen können, unter welcher Lizenz diese Codezeilen hier stehen. Und dann bitte nicht 1:1 das irgendwo vorschlagen. Ne? Haben wir irgendeine komplexe Operation in einem Code und das ist vielleicht nur eine von 10 Vorkommnissen und es fragt jemand genau danach und die Engine geht hin und sagt, naja, ich habe 10 Beispiele gefunden, die ähneln sich alle sehr stark, ich habe jetzt nochmal mein Wissen darauf angewendet, dann wirst du, gehe ich mal schwer von aus, eine von diesen Lösungen vorgeschlagen kriegen oder eine Kombination daraus vorgeschlagen kriegen, die vielleicht auch wieder erkennbar ist. Ist jetzt nur von mir so eine Idee, wie das passieren kann. Es kann natürlich auch im Hintergrund sein, dass sie sagen, nee, wenn wir da nicht mindestens 1 Million Beispiele haben, können wir das nicht anbieten, weil das nicht ein Learning ist sozusagen. Deswegen verstehe ich auch nicht wirklich, wie das mit GitHub Copilot funktionieren kann in der Enterprise-Variante, dass sie nur vorhandene Codebase verwenden können, um dir gleiche Sachen vorzuschlagen. Das werden wir wahrscheinlich in Zukunft erst noch sehen, welchen Erfolg das irgendwie hat, aber ich würde da gerne mal wissen, also du hast gesagt, du würdest es gerne mal ausprobieren und du wolltest es mal verwenden für repetitive Arbeiten vielleicht. Da fällt mir jetzt spontan Refactoring ein. Das sind ja Sachen, nachdem wir nach Pattern vorgehen. Das wäre was, glaube ich, was du mal ausprobieren würdest, oder? Ja, also tatsächlich habe ich da 2 Gedanken zu der Geschichte. Also einmal habe ich damit jetzt, also ich habe ja so ein kleines privates Projekt, wo ich so ein bisschen mit Daten rumhantiere und also ich scrape mir Daten von Seiten und verarbeite die und packe die in mein Datenbankmodell und so, und darauf Auswertung fahren zu lassen. Damit habe ich ein bisschen rumprobiert und habe dabei festgestellt, dass es halt auch sehr viel adaptiert. Also GitHub Copilot benutze ich dabei. Ich habe ausgestellt, dass ich Code, also man kann das in seinem GitHub-Account einstellen, weil man muss sich ja da mit GitHub anmelden und gegebenenfalls auch bezahlen. Das hatten wir letztes Mal schon. Und dort kann man dann einstellen, ob man Code aus der Public-Code-Basis quasi übernehmen möchte und ob man seinen Code einspeisen möchte, um das Produkt zu verbessern. Und das habe ich, meine ich, beides sogar deaktiviert. Und trotzdem hat es meinen Code adaptiert. Also ich habe das komplette Datenbankmodell mit GitHub Copilot zusammen erstellt, habe meine Codebasis, also ich bin ja in der Datenbankentwicklung, das heißt, da ist jetzt nicht bei weitem nicht so viel Input, sage ich mal, drin wie in JavaScript oder Python oder sowas. Das heißt, ich habe dann einfach damit gearbeitet, was er so sich schon gedacht hat, habe dann meine eigenen Bestandteile, Benennung von Variablen, die Formatierung und so, habe ich dann damit einfließen lassen und er übernimmt das tatsächlich sehr schnell. Also die Adaption erfolgt sehr schnell. Und als zweiten Gedanken zu dem Enterprise-Ding mache ich mir da dann tatsächlich auch in Richtung Refactoring, weil wenn man refactort, hat man ja vielleicht eine Codebasis, die nicht so ideal ist. Das sehe ich zum Beispiel sehr oft. Also wir haben dann so 20, 25 Jahre alte Anwendungen, die damals nicht halb so groß gedacht waren, wie das, was jetzt daraus geworden ist. Und dann
sieht der Code halt nicht so ideal aus und man möchte den dann vielleicht umändern auf neue Konzepte, auf neue Formatvorschläge, auf neue Programmierweisen. Und die Frage, die ich mir dann stelle, ist, wenn ich das zum Beispiel mit GitHub Copilot zusammen mache, analysiert er dann die alte Codebasis und nimmt das dann, so wie er meinen Code ja auch adaptiert hat in meinem Projekt, nimmt er das dann und gewöhnt sich, sag mal in Anführungszeichen, diese schlechte Programmierweise an und schlägt mir dann nur in Anführungszeichen wieder schlechte Sachen vor, obwohl, ne, wertend, also es soll gar nicht so wertend sein, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn der Code halt nicht dem entspricht, was ich eigentlich haben möchte, dann definiere ich das gerade als schlecht. Und das frage ich mich dann zum Beispiel. Also das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Ich habe keine Legacy-Software damit geöffnet, weil wenn, dann habe ich ja meistens eher dann Kundenprojekte und ich möchte nicht unbedingt den Kundencode in GitHub Copilot einspeisen. Das mache ich lieber erstmal nur mit meinen Privatprojekten. Aber das finde ich noch ein sehr interessanter Ansatz oder Ansatzpunkt vielmehr, der da ja doch sehr spannend auch sein könnte, wie er das jetzt dann adaptiert. Und ich glaube, Code muss nicht 25 Jahre alt sein, um schlecht zu sein. Die Gefahr besteht natürlich bei allem, was wir im Netz haben. Und ob das jetzt, das wäre jetzt die Adaption von dem, was wir eingangs hatten mit dem ChatGPT. Es gibt Trolle. Und es gibt vielleicht in dem Umfeld jetzt unabsichtliche Trolle. Also ich erinnere mich natürlich an die GitHub-Zeit zurück, wo es nur Public Repositories gab in den kostenlosen Accounts. Da hat natürlich jeder Hinz und Kunst sein Privatprojekt oder seinen Versuch, seine 25. To-Do-Liste, die man so programmiert, als Public Repository hochgeladen, die natürlich nicht entdeckt wurde, nicht gesehen wurde, weil wieso auch, ne? Aber da gibt es natürlich jede Menge Schrott auch im Netz, bin ich fest von überzeugt. Und wenn das jetzt nicht der aktive Troll ist, der versucht, einen ChatGPT-Engine negativ zu beeinflussen, müsste ja auch GitHub da auch entscheiden, aus welchen Repositories die tatsächlich Wissen rausziehen oder diese Erkenntnisse über den guten Code rausziehen. Weil, wie ich es gerade gesagt habe, jeder, der irgendwie eine Programmiersprache heutzutage lernt, kriegt 25 Tutorials für To-Do-Listen-Apps, die alle unterschiedlich gut sind, programmiert die alle für sich nach. Vielleicht noch etwas schludriger, unorganisierter und vielleicht einfach generell nicht ganz so optimiert. Das heißt, etwas, was schon nicht so super toll ist als Tutorial, also nicht bis zum Ende gedacht, nicht produktiv, wie wir es jetzt sagen würden, nicht für ein produktives System geeignet. Davon gibt es dann ganz, ganz viele, die sich ganz, ganz doll ähneln und die alle den gleichen Zweck machen. Und ich würde das Ergebnis von GitHub Copilot mal mit ChatGPT und Co. vergleichen lassen, wenn ich denen sage, die sollen mir eine kleine To-Do-Listen-App zum Beispiel erzeugen. Wie kann ich diese Ergebnisse vergleichen? Eine Engine, die nur auf Textbasis geht, eine Engine, die nur auf Codebasis geht, eine Engine, die nur auf Wissen zugreift, welches in Code-Repositories, in den eigenen Code-Repositories liegt, oder eine andere Engine, die ganz viele Tutorials im Netz und Webseiten durchscrapt. Das wären nochmal so Versuche, die könnten wir auf jeden Fall mal angehen oder sollte mal jemand angehen. Vielleicht einer unserer fleißigen Hörer kann da ja mal ein Thema draus machen. Wie lassen sich die Ergebnisse vergleichen und was könnten da für Schwierigkeiten noch auf die zukommen? Ne? Soll ich mich wirklich jetzt darauf, außer der entstehenden Faulheit, wenn ich das System mehr machen lasse, worauf sollte ich da achten oder was haben wir da zu erwarten in Zukunft? Das interessiert mich echt. Ich habe noch keines dieser Systeme ernsthaft ausprobiert. Ich habe ChatGPT mal verwendet, um für ein internes Projekt, was wir im Unternehmen haben, mal beschreiben zu lassen. Und da habe ich wohl die richtigen 3-4 Keywords in dieser Fragestellung verwendet, um dazu wirklich eine super gut passende Produktbeschreibung zu finden. Und ich glaube, das Ergebnis habe ich das letzte Mal auch schon angebracht. Das waren meine einzigen Versuche in diesem Bereich jetzt. Und während der Feiertage hatte ich meinen Laptop auch mal aufgeklappt und hatte gesehen, dass es da irgendwie wieder ein weiteres neues Bilderzeugungswerkzeug gab. Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber es war nicht DALL-E, das ist ja ein Online-System, da kann man nicht drauf zugreifen, also das kriegt man nicht lokal. Ja. Ich habe da eine Software runtergeladen, die sich selber im Anschluss, glaube ich, irgendwie 7 oder 10 Gigabyte dieses Modell runtergeladen hat. Und da konnte ich dann Begriffe reingeben wie, was habe ich dann gesagt? Mädchen schaukelt auf Wiese. Weil meine Tochter gerade da war, da wollte ich das natürlich auch mal zeigen. Mädchen schaukelt auf Wiese und ein blauer Vogel ist da. Sowas in der Art. Das ist auf Englisch ein bisschen weniger abstrakt formuliert, wie ich es gerade gesagt habe. Einfach ein kurzer Satz, wo das beschrieben war. Weil meine Tochter verlangt von mir und meiner Frau immer, dass wir ein Mädchen auf einer Schaukel malen. Da habe ich mir gedacht, ich mache mir das Leben doch einfacher, wie ein Entwickler halt auch denkt. Und habe das vom System mal generieren lassen. Und wie lustig das ist, wenn dann
man dann sagt, ach ja, die hat noch einen roten Hut auf und man ändert das und plötzlich ist das gleiche Bild generiert und die hat einfach einen Hut auf. Und das habe ich mal ausprobiert. Das Ergebnis dahinter war, ich habe nur kurze Zeit dafür gehabt, das zu machen. So ein Bild generieren, das hat, glaube ich, 30 Sekunden gedauert. Lokal auf jetzt so einem M1 Pro Chip war das. Und das Bild hätte man wahrscheinlich noch mit Begrifflichkeiten wie 3D oder weiß ich nicht, was noch verändern können. Das sah so aus, als hätte es meine Tochter selber gemalt. Nein, also es war schon ein Bild, wo eine schaukelnde Landschaft und ein Mädchen drauf war. Diese Komponenten jetzt wären auch noch glaubwürdig gewesen. Aber spätestens als der blaue Vogel einfach als Aufkleber oben drauf war, also es war kein echter Vogel, sondern es war ein Vogel, der war so groß wie die Schaukel, der ähnelte sehr dem Schwittervogel, der war schlecht ausgeschnitten und der war einfach nur draufgeklebt. So, und das liegt natürlich daran, dass meine Begriffe, die ich da eingegeben habe, nicht präzise genug waren. Aber als ich das gesehen habe, habe ich den Laptop zugeklappt und gesagt, jetzt kann ich in Ruhe Weihnachten feiern, weil die Technologie überholt mich jetzt nicht in der Zeit, wo ich hier feiere und nicht am Computer sitze. Da war ich jetzt nicht so begeistert von. Aber ich glaube, das liegt nur daran, dass man die Ergebnisse online vor allem von DALL-E so feiert, dass man da so krasse Sachen rausgenerieren kann, dass man sagen kann, hier, mach mir bitte einen lachenden Hasen mit einem Lutscher in der Hand und danach gibt man einem das Ganze bitte in 3D und das ist wirklich das gleiche Bild, nur in 3D gerendert irgendwie. Und dann kann man mit einzelnen Begriffen dieses gleiche Bild nochmal weiter verändern, wo man dann eindeutig sieht, dass es nicht ein vorhandenes Bild ist, was da bei Google gefunden wurde, sondern wirklich ein generiertes Bild, was diese Eigenschaften auffasst, die ich da eingeschrieben habe. Insofern war das schon ganz interessant und vor allem, weil ich wusste, dass es auf einem kleinen Laptop funktioniert, was dann einfach in Zukunft vielleicht noch ganz anders aussehen wird. Aber da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ja, wir haben vorhin schon über Anbieter gesprochen, die jetzt schon solche Sachen einsetzen. Das ist auch eine Sache, die wir vermehrt jetzt, glaube ich, beobachten werden. Und zwar, wir haben natürlich sowas wie du hast Lens genannt. Das ist bei mir auf die Software von Microsoft, auf die App von Microsoft nochmal, hat mich da so ein bisschen dran erinnert, was ich vor ein paar Jahren, das ist glaube ich auch schon 5 Jahre her, wie ich das verwendet habe. Und zwar geht man dann hin und kann aus irgendeinem Winkel eine Wand fotografieren und dann werden die Informationen davon aus diesem Bild erstmal perspektivisch angepasst. Das ist jetzt wahrscheinlich heutzutage kein beeindruckendes Feature mehr, aber ich glaube auch das passiert anhand von Modellen, die da berechnet werden. Und anschließend wird natürlich auch diese verzerrte Schrift, wenn es Handschrift auf so einer Folie zum Beispiel ist an der Wand mit einem Overhead-Projektor oder so, dann wird diese Schrift und das Bild im Generellen perspektivisch so gebracht, als würde man drauf gucken und danach wird auch noch der Text gelesen, der da drauf ist, mittels so einer OCR-Technologie. Und das finde ich, das war schon ein Meilenstein für mich, weil ich dann in der Lage war, Code-Snippets von Folien an der Wand nicht nur abzufotografieren, sondern zu Hause auch einfach in den OCR-Infos dann diesen Source-Code rauszukopieren und bei mir einfach mal auszuprobieren, ohne irgendwo nach den Originalfolien von dem Autor zu suchen, sondern ich konnte den Code von Fotos dann einfach abgreifen. Das gleiche macht Apple jetzt auf iPhones auch. Seit glaube ich, iOS 16 ist es so, dass man da, wenn man Fotos macht, um das Text drauf zu erkennen, so ein kleines Symbol kriegt, wo dann dieser Text freigestellt wird oder dass man lange draufdrückt und Text markieren kann von diesem Foto und das rausziehen kann. Oder was ich auch häufig verwendet habe, ist, ich habe immer, wenn ich irgendwelche Gutscheincodes irgendwie per E-Mail kriege oder sowas, dann speichere ich mir nicht die E-Mails, sondern ich mache Screenshots von meinem Handy. Das ist, glaube ich, total steinzeitlich, was ich da mache, oder urzeitlich. Aber ich mache einen Screenshot davon, dann landet das in meiner Fotomediathek. Und wenn ich dann hinterher hingehe und brauche einen Gutschein für irgendwas, dann tippe ich in das Suchfenster um Gutschein ein. Und das iPhone hat gelesen, dass auf diesen Screenshots überall das Wort Gutschein herkam. Ja. Vielleicht gebe ich noch einen weiteren Begriff dazu und dann habe ich quasi einen Screenshot von dem Gutschein, den ich mir da entweder irgendwo abfotografiert habe, so ein Flyer oder vielleicht eine E-Mail, die ich gescreenshottet habe oder was auch immer es ist. Ne? Und solche Sachen, die helfen uns tatsächlich weiter mit Google Lens, mit Lens hieß, glaube ich, das Produkt auch von Microsoft, was sie dann in ihrer Produktpalette drin hatten. Oder auch TikTok und Discord, das sind ja eher so Unterhaltungsmedien, wo diese Sachen angewendet werden. Ich glaube, schrittweise wird das Ganze adaptiert, wird unser Leben erleichtern oder in dem Fall vielleicht auch entertainen. Und irgendwann wird es dann auch, vermute ich mal, so sein, dass es einfach unser tägliches Leben in jeder Situation verändern wird. Ich bin schon gespannt, wenn das System auch für unsere ausgespielte Werbung überall tagtäglich verwendet wird und anhand von den Sachen, die wir im Laden zu unserem Partner sagen beim Einkaufen,
an der Kasse noch Sachen vorgeschlagen werden, die wir noch kaufen könnten. Das sind, glaube ich, diese Szenarien, da würde man nochmal nach Orwell ein neues Buch schreiben können. Ja. Oder vielleicht einfach per ChatGPT einen neuen Roman von George Orwell schreiben lassen. Einfach über diese Zukunft von AI. Ja, das fand ich war ein sehr schönes Schlusswort. Also ich kann nur jedem empfehlen, wenn euch das ein bisschen interessiert, auch gerade was halt so die Entwicklungswerkzeuge angeht, sprecht mal mit ChatGPT, was der für Code generieren würde. Schaut euch das mal an oder probiert ein bisschen GitHub Copilot aus. Ich glaube, 2 oder 3 Monate, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, sind kostenfrei, die kann man das testen. Und der adaptiert und lernt wirklich sehr schnell und jetzt vielleicht nicht den Unternehmenscode damit benutzen oder öffnen, aber ihr wisst schon, einfach mal ein bisschen damit rumscribbeln, ein bisschen rumprobieren, vielleicht eine ganz kleine App schreiben und einfach mal gucken, wie sich das anfühlt. Und bei GitHub Copilot zum Beispiel kann ich auch empfehlen, im Visual Studio Code gibt es ja diese Erweiterungen, diese Plugins, die man sich installieren kann und darunter ist ja GitHub Copilot selbst auch dabei. Und es gibt aber noch ein GitHub Copilot Lab. Und dieses Lab, gerade wenn ihr JavaScript entwickelt oder irgendeine, ja ich sag mal, weiter verbreitetere Sprache als PLSQL, also wahrscheinlich fast alles, wenn ihr damit programmiert, dann probiert das auch gerne mal aus, weil dort gibt es zum Beispiel auch so Features, womit sie jetzt rumprobieren, wo man zum Beispiel einen Bug fixen lassen kann automatisch oder wo man seinen Code dokumentieren lassen kann automatisch und das umstrukturieren lassen kann und umschreiben lassen kann und sogar refactoren oder so. Also ja, gerne ausprobieren. Und wie es am Anfang auch angekündigt war, wir hoffen, dass wir natürlich im weiteren Verlauf dieses Jahres vielleicht jemanden hier ans Mikro bekommen, der uns noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen dazu gibt. Da waren sehr viele persönliche Meinungen dabei, sehr viele eigene Interpretationen und vielleicht auch die ein oder andere Falschinformation, die wir so aufgefasst haben oder die wir jetzt auch hiermit leider verbreitet haben. Wir hoffen, dass wir mit einem Spezialisten nochmal darüber sprechen können, der mehr über den Background hat, der vielleicht auch wirklich technisch mal was dazu erklären kann, was wir da gerade so abstrahiert haben. Was wir hoffentlich auf jeden Fall geschafft haben, ist euer Interesse mal zu wecken und die verschiedenen Begriffe und Technologien mal ein bisschen näher zu beleuchten, wie Caro gerade gesagt hat. Entweder mal ausprobieren, so wie GitHub Copilot oder ChatGPT oder AI einfach mal nachlesen, Interviews und Videos angucken, wie die denn so arbeiten. Ich glaube, als Denkanstoß sollte diese Folge oder diese Doppelfolge wirklich dienen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Caro, für diese tolle, lange Folge jetzt als Auftakt ins neue Jahr. Ja. Und bedanke mich natürlich auch an alle Hörer oder bei allen Hörern, die uns auch dieses Jahr wieder treu bleiben und uns direkt in der ersten Folge hier wieder anhören und hoffentlich auch den Rest des Jahres bei uns bleiben. Ja. Und nochmal, um das Ganze von vorne nochmal aufzurollen, wenn ihr eine Person habt oder ein Thema habt auch, was euch total interessieren würde, wo ihr gerne vielleicht auch mal einen Deep Dive hören wollen würdet, dann schreibt das gerne in die Kommentare oder lasst uns einen Kommentar auf Twitter da oder Mastodon bin ich jetzt auch mittlerweile oder E-Mail. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. In den Shownotes findet ihr unsere Daten. Und ja, wir freuen uns, von euch zu hören. Caro, sind wir schon so weit, um Hashtag ins Leben zu rufen? Sollen wir sagen, Hashtag sag's weiter? Weil das ist eigentlich unser Motto, sowohl wenn ihr spannende Themen habt, wie Caro gerade gesagt hat, aber auch wenn ihr einfach nur die Folge cool findet, teilt sie doch einfach, sprecht darüber. Es hilft uns immens weiter. Ihr müsst noch nicht mal aktiv dazu beitragen, zu der Folge oder zu Gästen oder was auch immer. Es reicht uns eigentlich oder es hilft uns schon wirklich weiter, wenn ihr einfach Devs on Tape einfach mal einfach weiterverteilt. Erzählt doch mal davon. Bestellt bei uns Merch, den wir nicht anbieten. Komisch, fragt mal nach, was es gibt, wenn genügend Anfragen kommt. Sagt einfach weiter, spread the word, wie auch immer ihr das nennen wollt. Teilt es gerne. Wir sprechen natürlich trotzdem gerne zu euch, auch wenn ihr nur ihr seid. Aber noch lieber sprechen wir natürlich noch zu noch mehr Technik und technologieinteressierten Hörern eigentlich. Genau. In diesem Sinne wünschen wir euch alle einen schönen Start ins Jahr und viel Spaß mit den nächsten Folgen von Devs on Tape. Ja, bis dann.